Hallo bei Ink Up Your Pen. Heute möchte ich euch einen besonderen Füllfederhalter vorstellen. Aus dem Herkunftsland habe ich noch gar keinen vorgestellt, und zwar möchte ich euch heute einen indischen Füllfederhalter vorstellen, und zwar den Ranga Modell 4. Das Besondere an diesem Füllfederhalter, das ist das Material, das ist Ebonit. Und was das genau ist, das werde ich euch gleich erklären. Und zwar, wenn ich euch ein bisschen was zu dem Hersteller erzähle, dann über das Material spreche, was verwendet wurde, den Füllfederhalter beschreibe, dann Maße und Gewicht euch benenne, dann machen wir einen Schreibtest, dann sage ich euch, was mir gut gefällt, was mir weniger gut gefällt. Und zum Schluss sage ich euch, wo ihr ihn bekommen könnt oder wo ich ihn her habe und was ihr denn ungefähr anlegen müsst, wenn ihr euch solch einen Füllfederhalter kaufen möchtet. Und ob ich mir natürlich wiederholen würde. Ja, so viel erstmal hierzu und dann fangen wir jetzt an hier bei Ink Up Your Pen. Ja, so sieht er aus, der Ranga Modell 4 in Ebonit. Grün-Orange Strudel, so nennt sich die Farbe, die ich hier gewählt habe. Und hat mir sehr gut gefallen. Ja, Ranga ist ein Hersteller aus dem Süden Indiens, der auch mit deutschen, ich sag mal, Bestandteilen seine Füllfederhalter herstellt. Und das Besondere, und deswegen habe ich mir den hier geholt, ich habe den über Fountain Pen Revolution in den USA bestellt. Die hatten dann einen ganz günstigen Preis. Ich habe hier in Deutschland keinen Händler gefunden, der mir den angeboten hat. Ja, an der Stelle sei es wieder gesagt, weder von Ranga noch von Fountain Pen Revolution bekomme ich etwas dafür, dass ich die beiden hier nenne, sondern ich habe mir den gekauft, weil er mir gefällt, und ich will ihn euch hier vorstellen, damit ihr entscheiden könnt, ob das etwas für euch ist. Ja, wie gesagt, das Besondere hier daran ist, dass das Material Ebonit ist. Das fühlt sich sehr angenehm an, also wie so eine Art Handschmeichler, sage ich mal. Weich, warm, nicht wie Kunststoff, sondern eher irgendwie, ja, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Glatter, angenehmer, man hat nicht dieses Plastikgefühl. Ebonit ist ein besonders hartes Gummimaterial. Also dieser Füllfederhalter ist komplett aus Ebonit hergestellt, natürlich abgesehen vom Clip, der funktional ist, wie ihr hier seht. Der ist aus Naturkautschuk und Schwefel hergestellt. So wird dieses Material dann auch so fest, dass man es verwenden kann. Ebonit kennt ihr vielleicht davon, dass wir in früheren Zeiten, besonders in den 30er Jahren verbreitet, Tintenleiter aus diesem Material hatten. Und man ist so ein bisschen davon abgekommen, weil es mit den Jahren eben auch brüchig werden kann. Aber wie gesagt, mir war das jetzt die Sache mal wert, weil ich wollte so einen Füllfederhalter komplett aus Ebonit mal haben. Und da ist Ranga einer der vielleicht wenigen Hersteller, das weiß ich gar nicht, aber vielleicht auch der einzige Hersteller, der jetzt noch Füllfederhalter aus Ebonit macht. Ja, also wie gesagt, sieht alles sehr gut verarbeitet aus, fühlt sich auch so an. Man merkt hier, ihr seht es ja hier auch, vielleicht diese Verschraubung, da wo die Kappe dann aufsitzt, die merkt man ganz leicht, ansonsten sehr glatt. Genauso an der Kappe, am Kappenkopf ist ein Stück, da wo der Clip eingebaut ist. Da sieht man oder merkt man natürlich, dass es da abgesetzt ist und dass der Kappenkopf aus demselben Material gemacht ist, aber eben abgesetzt und nachher mit dem Rest der Kappe verbunden. Okay, dann schrauben wir mal auf und dann gucken wir mal, wie viele Umdrehungen wir brauchen. Eine und ein Viertel Umdrehungen und dann ist der Füllfederhalter offen. Legen wir den gleich mal unten hin und schauen uns mal die Kappe an. Die Kappe auch komplett aus Ebonit. Auch keine Innenkappe, sondern das Gewinde ist hier mit drin. Ihr seht es hier. Alles aus Ebonit gefertigt, auch durchgefärbt, wie ihr hier seht. Also nicht nur die Farbe irgendwie aufgebracht, sondern durchgefärbt. Clip hatte ich schon gezeigt, funktionsfähig. Hier nochmal der Hinweis auf den Hersteller Ranga. Hier könnt ihr das auch sehen. Dann das Abschlussstück oder der Kappenkopf. Hier mit dem gleichen Material gehalten, hier allerdings aufgesetzt, damit auch der Clip hier eingebracht werden kann. Schönes Stück, keine Abschlussbänder hier oder oben.
sondern alles möglichst aus einem Material gehalten. Sehr schön, sehr angenehm. Legen wir den mal nebenhin. Kommen wir zum Griffstück, was mir immer gut gefällt bei solchen hochwertigen Füllfederhaltern. Ich habe dafür einschließlich Einfuhrumsatzsteuer ungefähr 95 € bei Fountain Pen Revolution bezahlt. Das war eine Aktion, da haben sie noch einen kostenlosen Füllfederhalter, den ich euch in einem anderen Review vorstellen werde, beigelegt. Und da habe ich mich dafür entschieden, den bei Fountain Pen Revolution zu bestellen. Ja, hier seht ihr das schon. Ich muss mal ein bisschen näher rangehen, damit ihr das auch besser erkennen könnt. So, ein bekannter deutscher Hersteller. Und zwar ist das eine breite Feder, eine Nummer 6 Feder von Bock. Und da kann ich schon sagen, natürlich wirklich eine gute Qualität, ein schönes Feedback. Habe ich schon mal kurz getestet. Also sehr, sehr angenehm. Ja, Griffstück liegt, jetzt muss ich hier natürlich erstmal wieder ein bisschen rausgehen, dass ihr wieder was seht. Füllfederhalter liegt sehr gut in der Hand. Ich mag die etwas kräftigeren, da würde ich den dazu zählen. Der ist schon recht mächtig, auch die große Feder, aber es sieht alles in allem sehr, sehr gut aus. Also ich finde es sehr angenehm, das so zu halten und ist auch überhaupt nicht rutschig, dieses Ebonit, also sehr angenehm anzufassen. Ja, Tintenleiter ist so ein typischer Tintenleiter mit den Lamellen, wie man eben auch kennt. Und wie gesagt, die Bock-Stahlfeder in der Federbreite B ist hervorragend. So, dann schrauben wir mal hier auf. Hier schraubt man eine Weile, also das ist schon recht gut miteinander verbunden hier, die ganze Geschichte. Und da kommt zum Vorschein, jetzt muss ich es wieder ein bisschen näher zoomen für euch. So, mal gucken, ob man das hier erkennen kann. Ja, so kann man das erkennen. Die Firma Schmidt, also auch ein deutscher Konverter mit drin. Ich glaube, der greift da sehr gerne auf deutsche Bestandteile zur Komplettierung seines Füllfederhalters zurück, der Hersteller Ranga. Und da glaube ich, macht er auch keinen Fehler mit. Gewinde wieder hier aus einem Material, alles aus Ebonit gehalten, alles wunderbar. Ich habe ihn schon mit Tinte befüllt. Ich habe mich entschieden für Rohrer und Klingner Smaragdgrün. Passt, glaube ich, ganz gut dazu. Und mehr kann man eigentlich zum Konverter und zum Griffstück nicht sagen. Kommen wir noch zum Schaft. Auch der Schaft, wie gesagt, aus einem Stück. Hier auch schön mit diesem Abschluss. Aber da ist es aus einem Stück gefertigt. Und dieser Swirl, dieser grün-orange Strudel oder Swirl, der sieht wirklich sehr, 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 sehr gut aus. Ihr seht es hier, das Material. Das ist sieht schon irgendwie sehr cool aus, finde ich, und hebt sich so ein bisschen ab von dem, was man sonst so an Füllfederhaltern auf dem Markt bekommt. Okay, dann setzen wir da wieder zusammen. Wie gesagt, hier schraubt man eine Weile, wie ihr das so hier seht, bis man wieder Schaft und Griffstück miteinander verbunden hat. So, also jetzt alles wieder zusammen, Kappe drauf und dann kommen wir zu Maßen und zum Gewicht. Der Füllfederhalter wiegt so, wie ihr ihn jetzt hoffentlich bald wieder scharf seht. Zack. So wie ich ihn jetzt hier in der Hand halte, also befüllt mit Tinte und dem Konverter, wiegt er 28,4 Gramm. Ich finde, es ist ein angenehmes Gewicht. Nicht zu schwer, nicht zu leicht. Ich glaube, da kann auch fast jeder mit zurechtkommen. Es ist ein recht kräftiger Füllfederhalter und er misst im geschlossenen Zustand, also so wie ich ihn jetzt hier halte, 15,5 cm. Das ist schon nicht gerade klein. Jetzt schrauben wir ihn nochmal auf, so wie ich ihn jetzt hier in der Hand halte. Ohne Kappe misst er immerhin noch 14 cm. Ihr seht es, wenn ich den hier vernünftig halte, ragt er schon über meine recht große Hand ein Stück weit hinaus. Also ist schon ein mächtiges Schreibgerät. Man kann die Kappe auch aufstecken und dann müsste ich fast meine Kamera nochmal neu einstellen. Dann wird er nämlich riesig. Dann sind wir bei 19 cm. Also bietet sich aus meiner Sicht nicht an, aber wie ihr hier seht, absolut fest und ohne Probleme. Okay, so viel zur Beschreibung des Füllfederhalters. Und dann kommen wir als nächstes zum Schreibtest. Der Schreibtest. Wir haben heute hier vor uns
den Ranga Modell 4 in Ebonit. Und das ist grün-orange, Strudel oder Swirl. Okay, die Tinte ist Rohrer und Klingner. Smaragdgrün. Wir haben eine B-Feder von Bock. Oh, den Bock falsch geschrieben. Moment, den schreiben wir hier nochmal richtig. B-Feder von Bock und das Papier ist wie immer Clairefontaine. DCP 160 Gramm. Okay, dann könnt ihr jetzt mal hören, wie die Feder von Bock hier über das Papier gleitet. Also ich glaube, ihr habt es gehört. Ein ganz wunderbares Schreibgefühl, muss ich wirklich sagen. Ganz, ganz klasse. Sehr, sehr angenehm. Jetzt haben wir einen kurzen Moment offen gelassen. Und dann schauen wir mal, ob er sofort anschreibt. Und dann machen wir mal schnelles Schreiben. Dann schauen wir mal nach dem Tintenfluss. Ja. Okay. Geht also auch. Mal gucken, was verkehrt herumschreiben bringt. Ja, ist jetzt nicht mein Favorit, kratzt dann auch ein wenig, aber zum verkehrt herumschreiben, denke ich, ist der Füllfederhalter auch nicht gemacht. Dann schauen wir nochmal, ob wir ein bisschen Variation hineinbringen. Ja, ein bisschen Variation ist hineinzubringen, wenn er hier und hier mal schaut. Das sieht ganz gut aus. Und zum Schluss nochmal Tintenfluss, ja, ganz hervorragend. Also muss man wirklich sagen, ist sehr, sehr gut. Okay, so viel zum Schreibtest des Ranga Modell 4. Und dann sage ich euch als nächstes, was mir gut gefällt und was mir weniger gut gefällt. Was gefällt mir gut, was gefällt mir weniger gut am Ranga Modell 4 in Ebonit, grün-orange Strudel oder grün-orange Swirl? Hier ist er nochmal, der schöne Stift. Ja, mir gefällt, dass es ein großer Füllfederhalter ist. Wenn ihr den hier so in meiner Hand seht, das ist schon ein großer Füllfederhalter. Er liegt sehr gut in der Hand. Ich finde dieses Material, das Ebonit, ich hatte es ja dargestellt, ist die Mischung aus Naturkautschuk und Schwefel. Die macht es zu einem besonders harten Gummimaterial. Liegt absolut klasse in der Hand. Ich kann natürlich nicht sagen, ob das jetzt in 10 Jahren irgendwelche Risse auftreten werden oder sich das Material irgendwie verändern wird. Ich denke, man sollte es auch nicht zu viel Licht aussetzen. Da muss ich sagen, da habe ich jetzt noch keine Erfahrungen, weil es auch der erste und auch einzige Füllfederhalter ist, den ich in Ebonit habe. Aber da werde ich euch berichten, wie das sich bei mir entwickelt. Okay, ja, was gefällt mir noch gut? Es ist ein angenehmes Schreiben mit der großen Feder, der Feder Nummer 6 von Bock. Hier seht ihr sie nochmal. Ich finde die B-Feder ganz, ganz hervorragend. Da kann man überhaupt nichts sagen. Ebonit fühlt sich sehr gut an. Das Design, finde ich, ist sehr schön. Ist mal was anderes, als man sonst so findet. Und Konverter ist dabei. Das finde ich bei einem Füllfederhalter für 95 € auch angemessen. Ist ein Schmidt Konverter, der dabei ist. Also ich muss sagen, gute Kombination, funktioniert alles, schönes Design, was will man mehr? Der eine oder andere wird sagen, ja, dann soll er doch seine eigenen Federn noch designen oder soll dies oder jenes noch machen. Ja, aber ich finde diese Kombination aus dem
dem Material und den Teilen, die er eben dazu kauft, weil er sie nicht selber produziert, der Hersteller Ranga, finde ich, ist eine gelungene Kombi. Und ich habe auch nichts Negatives gefunden. Also ich kann euch nicht sagen, was mir daran nicht gefallen würde. Mir gefällt der Füllfederhalter Ranga Modell 4 sehr, sehr gut. Ich würde euch eine absolute Kaufempfehlung aussprechen. Für 95 Euro über Fountain Pen Revolution habe ich ihn bekommen. Da könnt ihr euch das gerne mal anschauen. Ich finde, der Füllfederhalter stellt eine sehr gute deutsch-indische Komposition dar. Und von mir gibt es eine absolute Kaufempfehlung. Ja, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir von euren Erfahrungen mit Ranga Füllfederhaltern oder vielleicht auch speziell dem Modell 4 berichtet. Und dann sehen wir uns das nächste Mal bei Ink Up Your Pen.